Hallo, willkommen auf BizChecker. Heute zeige ich dir, wie du mit einigen Tricks dein biologisches Alter um ein paar Jahre zurücksetzen kannst und dadurch mehr Lebenszeit und Freude bekommst. Also bleib bis zum Ende dran. Heute fühlen sich die Menschen jünger als das, was in ihrem Ausweis steht. Viele 60-Jährige sehen optisch fast 10 Jahre jünger aus und das nicht nur wegen einer besseren Antifaltencreme. Wissenschaftler haben festgestellt, dass unser biologisches Alter im Gegensatz zu der Generation davor im Durchschnitt um 5 Jahre gesunken ist. Und das ist schon Wahnsinn, oder? Woran liegt das? Zum einen können wir uns gesünder ernähren. Die Medikamente sind besser und Krankheiten werden viel, viel schneller erkannt. Außerdem liegt es an der eigenen Einstellung zu dir. Heute verzichtet man nicht mehr, nur weil man alt wird. Ja, 50-Jährige und Ältere laufen in Sneakers und auffälligen modernen Klamotten rum. Frei nach dem Motto, man ist so jung, wie man sich fühlt. Früher haben viele Menschen mit knapp über 50 schon an die Rente gedacht. Ja, und nach dem Motto, wenn dann in die Zukunft gelebt. Wenn ich in Rente bin, dann möchte ich nur noch reisen, Sachen für mich machen und so ähnlich. Mit diesen Gedanken haben sie dann so weitergemacht wie die Jahre zuvor. Und was ist passiert? Kaum waren sie 65 und in Rente, ja, sind die großen Träume zerplatzt, wegen einer Krankheit oder weil sie nicht mehr so fit waren. Welche Vorstellung hast du denn von älteren Menschen? Sie sitzen nur noch auf der Parkbank, füttern Tauben, fahren mit dem Rollator in der Gegend rum und reden über Krankheiten? Sind gebrechlich, hören und sehen schlecht? Dann aber Vorsicht, denn genau diese Einstellung trägt dazu bei, dass du im Alter genau so wirst. Das kommt nämlich davon, weil du ein bestimmtes Bild von älteren Menschen hast, ja? Aber willst du mit 60 oder 70 so sein? Nein. Dann ändere als erstes deine Einstellung gegenüber dem Alter. Schau dir heute die Senioren an, die fit, wissensdurstig und gesund sind. Ja, ich habe selber einen Mitarbeiter, der ist 81 Jahre, der fährt sicher Auto, der geht 3-mal die Woche joggen und das bei jedem Wetter. Der ist gesund, hat ein Smartphone und macht Städtetrips, um neue Kulturen kennenzulernen. Ist das nicht die pure Inspiration für uns alle? Welche Macht Erwartungen und die innere Einstellung haben, zeigt die amerikanische Psychologin Ellen Langer in einer Studie. Du kennst doch bestimmt die Sehtafel beim Augenoptiker, auf der man von oben den großen Buchstaben nach unten bis hin zu den kleinen vorlesen soll. Die Erwartung, ja, dass man schlechter lesen kann, je weiter es nach unten zu den kleinen Buchstaben geht, ja, die schafft eine selbsterfüllende Prophezeiung. Denn wenn du erwartest, etwas nicht zu können, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, es nicht zu schaffen. Jetzt aber zum Experiment, in dem sie zu einem verblüffenden Ergebnis kam. Sie fragte sich nämlich, was passiert, wenn man die Sehtafel verkehrt herum aufhängt. Ganz einfach. Die Sehkraft verbesserte sich. Fast alle dieser Teilnehmer der Studie konnten auf der umgedrehten Tafel plötzlich Zeilen lesen, die sie zuvor nicht mal erkannt hatten. Probiere es mal aus. Ich habe dir so eine Tafel mal mitgebracht. Einige weitere verblüffende Studienergebnisse von ihr, und das ist tatsächlich echt verblüffend, war zum Beispiel, wer in jungen Jahren gebrechliche Großeltern hatte, der tendiert im Alter selber dazu, weniger aktiv zu leben, als Menschen mit rüstigen Großeltern. Und ihr kennt es vielleicht, Menschen, die ändern ja mit steigendem Alter ihre Kleidung. Egal ob im Beruf oder in der Freizeit, und vielleicht fühlen sie sich dadurch auch viel älter und werden dann natürlich auch häufiger krank. Bei einer Studie von ihr, mit über 206 Berufsgruppen über 8 Jahre, zeigte sich aber, dass Uniformträger unabhängig vom Alter seltener zum Arzt gingen oder von chronischen Krankheiten verschont blieben. Ja, weil diese hatten nämlich den Effekt der altersgerechten Kleidung nicht. Die ganzen Untersuchungen zeigen, es sind weniger körperliche Veränderungen, die uns im Alter begrenzen, sondern die Einstellung und Erwartung, dass diese unweigerlich auftreten. Na klar, ist es trotzdem wichtig, dass du dich gesund ernährst und genug bewegst.
Denn wenn du nur Fastfood in dich reinstopfst, viel Alkohol trinkst und mit dem Hintern nicht von der Couch kommst, ja, dann nützt dir langfristig gesehen auch keine gute innere Einstellung. Andersrum aber genauso. Du kannst 4-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, ja, nicht rauchen, kein Alkohol konsumieren, denkst aber, ab 50 geht es nur noch bergab und das Leben ist fast vorbei. Dann kannst du dir ja selber denken, was mit 51 passiert, oder? Wie kann man nun die Uhr zurückdrehen? Erstens, ändere bzw. streiche negative Gedanken, die mit dem Alter zusammenhängen, komplett aus deinem Gedächtnis. Nur weil du einige ältere Bekannte, Freunde und Verwandte hast, ja, denen es vielleicht nicht so gut geht, muss das ja nicht für alle Menschen gelten und schon gar nicht für dich. Nimm dir Menschen als Vorbild, denen ihr Alter egal ist und die sich sagen, jetzt ist die beste Zeit meines Lebens, so gut habe ich mich noch nie gefühlt. Erwarte, fit und gesund zu bleiben. Ja, damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass es genau so kommt. Zweitens, setze dir positive Anstrebungsziele, nicht Vermeidungsziele. Ein positives Anstrebungsziel wäre zu sagen, ich nehme jetzt 5 Kilo ab, um im Sommer eine tolle Figur zu haben. Oder ich gehe ab sofort jeden Tag 5 Kilometer stramm spazieren, damit ich in einem Jahr den Jakobsweg laufen kann. Vermeidungsziele wären, ich will in den nächsten 5 Jahren bloß nicht zunehmen, da es im Alter schon schwer genug ist und ich mich bald schon nicht mehr so gut bewegen kann. Ja, oder bei Kälte, Regen und Schnee, da gehe ich besser nicht raus. Ich könnte mir ja eine Erkältung einfangen und dann liege ich mehrere Wochen im Bett oder könnte sogar eine Lungenentzündung bekommen. Diese Einstellung, ja, die wirkt so extrem auf deine Psyche und ist vor allem deprimierend. Ja, du verbindest damit direkt das Bild im Kopf eines älteren Menschen, der sich kaum bewegen kann und nur noch kränkelnd vor sich hin vegetiert. Drittens, nicht an Grenzen denken, sondern an Chancen. Setz dich mit neuen Technologien auseinander. Ja? Die digitale Transformation ist eine neue Chance. Jetzt fragst du dich natürlich, muss das in meinem Alter denn noch sein? Sage ich dir klar, ja. Jetzt hast du nämlich die Möglichkeit, neue Kontakte kennenzulernen, auch im hohen Alter noch neue Jobmöglichkeiten auszuprobieren und dich online weiterzubilden. Deinen Horizont kannst du erweitern und viele neue Dinge bewegen. Verbanne also deine Grenzen im Kopf. Ja, finde dich nicht damit ab, sondern suche neue Chancen. Gucke, wo es Möglichkeiten gibt und nutze diese für dich. Je mehr du nämlich in Chancen denkst, desto größer wird deine Zukunft. So wie es bei einem jungen Menschen ist. Viertens, probiere neue Dinge aus. An den Unis gibt es heute 60-Jährige, die noch studieren. Dein Gehirn wird durch die neue Aufgabe neue Synapsen bilden, neue Erfahrungen und Herausforderungen, die sind wie ein Jungbrunnen für dich. Fünftens, erinnere dich daran, was du vor 10 oder 20 Jahren gerne gemacht hast. Hast du gern gesungen, ein Instrument gespielt, gemalt, fotografiert, oder dich vielleicht für Politik engagiert? Warum dann nicht wieder diese Interessen neu reaktivieren? Du wirst überrascht sein, was das mit dir anstellt. Kannst du dich noch daran zurückbesinnen, was passiert, wenn du Bonawachs riechst? Ich fühle mich direkt in die Schulzeit zurückversetzt. Ja. Es werden bei mir viele positive Gedanken wachgerufen und ich fühle mich in diesem Moment wieder wie ein Kind. Diesen Effekt wirst du auch verspüren, wenn du Interessen wieder erwächst, die du früher gerne getan hast. Dazu gibt es auch ein paar sehr interessante Studien von Ellen Langer. Das Buch von ihr solltest du mal lesen, das habe ich hier unten in der Beschreibung verlinkt. Sechstens. Ignoriere negative Beobachtungen. Wie ist es heute bei den meisten älteren Menschen? Gelenkschmerzen, kleine Zimperlein werden gerne als altersbedingt abgestempelt. Denk mal zurück, als du 20 warst. Dein Knie tat zum Beispiel weh. Was hast du gemacht? Wahrscheinlich wie ich gedacht, das wird in den nächsten Tagen schon wieder vorbei sein. Und das war es tatsächlich dann auch, oder? Im Alter wird dazu gerne gesagt, ja, das ist halt so im Alter. Höre sofort damit auf, denn diese Altersbeschwerden, die werden erst dazu gemacht, wenn du sie als solche in deinem Kopf dazu interpretierst. Jetzt hast du ein paar effektive Tipps, um dein biologisches Alter zurückzudrehen. Du siehst jetzt, wie wichtig deine innere Einstellung ist, und deswegen ignoriere alle diese ganzen angeblichen Normen. Nicht bei jedem Menschen lässt das Gedächtnis ab 50 nach. Nicht jeder hat mit 50 Probleme mit den Gelenken. Nicht jeder, der 40 ist, der braucht eine Lesebrille. Und nicht jeder Mann stirbt im Durchschnitt mit 75. Klar werden wir alle älter.
Aber das wären wir, seitdem wir auf der Welt sind. Ja, mit dem Alter verändern wir uns. Ob positiv oder negativ, das liegt alleine bei dir. Höre dabei nicht auf deinen inneren Schweinhund, ja, der dir einredet, wie alt du geworden bist und dich deshalb irgendwie mit Sachen abfinden sollst. Liefere ihm Argumente dagegen, ja, bis er seine Schnauze hält, ja, oder komplett verstummt. Konzentriere dich alleine darauf, ja, was du noch erreichen willst, egal ob du jetzt 50, 60, 70 oder älter bist. So, wenn ich dich jetzt zum Nachdenken gebracht habe, ja, dann setz diese Dinge noch heute um und schlage deinem Alter ein Schnippchen und dreh dein biologisches Alter zurück. Sollte dir dabei allerdings immer noch der innere Schweinehund im Weg stehen, ja, dann schau dir einfach mein nächstes Video an, da zeige ich dir, wie du diesen besiegst. Lass mir gerne jetzt noch ein Abo da, um kein weiteres neues Video zu verpassen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Rock your life, dein André.